Mein absoluter Lieblingsladen. Und was sagt dein Cousin dazu? Oh, bitte kein Wort zu Gregor. Es ist auch nur mein Lieblingsladen, solange das No Limits renoviert wird. Ja, gefällt mir. So wie es aussieht, ist halb Düsseldorf deiner Meinung. Komm, wir gehen wieder. Quatsch. Für uns gibt es heute die besten Plätze. Hallo. Was dagegen, wenn wir uns dazustellen? Ich wäre schön dumm, wenn ich Nein sagen würde. Ich bin übrigens Philipp. Philipp Schröder, falls euch das was sagt. Lass mich mal überlegen. Den Namen hört man ja nicht so häufig. Ihr kommt schon noch drauf. Verratet ihr mir auch, wie ihr heißt? Kostet dich aber eine Runde. Ist gebongt. Okay. Stella. Und ich bin Carla. Wow. Stella, der Stern. Und Carla. Einfach nur Carla. Ja, und was macht ihr beiden so, außer abends über einsame Männer herzufallen? Carla leitet den größten Affenzirkus hier in der Umgebung. Zirkus. Naja, man kann auch Kindergarten sagen. Ist ziemlich aufreibend, aber Stella hat alles im Griff. Auf Kindergärtnerin hätte ich euch beiden nie getippt. Ich sehe schon, der Abend wird noch richtig spannend. Das hoffen wir. Oder, Carla? Hast du mir nicht einen netten Abend versprochen? Ich würde gerne noch was bestellen. Ich sag immer, Teamarbeit und Motivation sind das A und O eines erfolgreichen Unternehmens. Mein Vater sieht das oft anders, aber naja. Ja, sag bloß, dein Vater hört nicht auf dich. Doch, doch, der vertraut schon meinem Urteil. Beim Kauf seiner Yacht hat er sich auch von mir beraten lassen. Ihr habt eine Yacht? Liegt direkt hier im Hafen. Falls ihr Lust auf einen kleinen Location-Wechsel habt. Carla, sowas hast du bestimmt noch nicht gesehen. Nur ein Promi-Magazin. Na dann, gehe ich wohl mal zahlen. Und wie werden wir den jetzt wieder los? Dafür gibt es eine ganz einfache Methode. Na, Ladies, wollen wir? Sorry. Philipp. Ich hatte völlig vergessen, aber wir sind schon auf eine Party eingeladen. So what? Kleine Planänderung. Ich bin flexibel. Das hilft aber nichts. Die Party ist nur für Mädels. Und in dem Fall sind wir absolut unflexibel. Weiberabend? Hast du es immer noch nicht kapiert? Carla und ich. Wir brauchen noch nicht mal Männer zum Einpacken. Komm, Süße. Wollen wir gehen? Tschüssi. Tschüss. Und dieser Philipp hat so schön doof aus der Wäsche geguckt. Ich war nur ehrlich, was unsere sexuelle Präferenz angeht. Damit wird man solche Typen immer los. Ist das ein Hobby von dir? Meinst du den Typen im No Limits, der dich da belästigt hat? Der war aber von einem anderen Kaliber, da musste ich richtig böse werden. Weißt du eigentlich, dass ich mich schon lange nicht mehr so gut amüsiert habe? Dann sollten wir das wiederholen. Absolut gern. Was kann ich dir als Absage anbieten? Ah, Moment. Müssen wir nicht wieder zum Sie übergehen? Nicht heute Abend. Lasst euch nicht hören, ich habe nichts gesehen. Sorry. Eigentlich wollte ich zu mir, aber dann... Was dann? Ja, dann. Ich wollte sowieso gerade gehen. Was? Ich muss dringend noch ein paar Sachen für die Holding vorbereiten. Tut mir leid. Na dann. Bis morgen. Ja, bis morgen. Tschüss. Ciao.
Muss ich das jetzt verstehen? Ich verstehe es ja selber nicht. Sarah, wo willst du denn hin? Musst du morgen nicht ins Krankenhaus? Doch, wieso? Ich meine, nur so. Vielleicht solltest du dich besser noch ein bisschen ausruhen. So ein Eingriff ist nicht ganz ohne. Und bei dir? Wie war dein Abend? Spektakulär. Ich habe Carla geküsst. Na und, was ist daran so spektakulär? Habe ich das behauptet? Wir hatten einen netten Abend, jede Menge Spaß zusammen. Und zum Abschluss haben wir uns geküsst. So what? Ich habe damit kein Problem. Aber Ich muss nur gerade an Charlie denken. Du hast mir gerade noch erzählt, dass du total auf sie stehst. mit Charlie hat das doch nichts zu tun. Sicher? Ich mag Charlie. Vielleicht ein bisschen mehr als das. Ja, wir sind noch kein Paar, aber ein Kuss ist doch schon mal ein Anfang, oder? Wenn nicht ein Kuss, was dann? Ich würde am liebsten sofort wieder hinfahren und da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Hat es ihr denn auch? Also ich meine, wollte sie... Ja, also ich hatte nicht den Eindruck, dass es ihr nicht gefallen hat, nein. Na dann. Noch 11 Stunden, bis ihr Dienst anfängt. Wie soll ich denn die Zeit bis dahin rumkriegen? Die Blumenbeete müssen für das Frühjahr vorbereitet werden. Unglücklicherweise liegt der Gärtner gerade mit einem hartnäckigen Hexenschuss flach. Dann beauftragen Sie eine Fremdfirma. Die können dann gleich schon mal damit anfangen, die Rosen zurückzuschneiden. Guten Morgen. Morgen, Frau Gräfin. Das gilt im Übrigen auch für die Stauden im Park. Ich werde mich umgehend um das Nötige kümmern. Tun Sie das. Na, gut geschlafen? Danke. Und selber? Ja, ganz okay. Vielleicht können wir ja irgendwann den netten Abend noch mal wiederholen. Wenn du kurz Zeit hast, Carla. Guten Morgen. Würde ich gerne das bevorstehende Meeting mit dir besprechen. Natürlich gern. Wenn du noch die Vergleichszahlen zum vorletzten Quartal brauchst, du kannst mich jederzeit auf dem Handy anrufen. Ich habe die ganzen Eckdaten sicherlich noch im Kopf, aber danke. Gut, dann sehen wir uns beim Meeting. Ich bin Ihnen von vorhin noch eine Antwort schuldig. Wir können den netten Abend jederzeit wiederholen. Ja, dann könnten wir vielleicht sogar den verpassten Ausritt nachholen. Nicht unbedingt heute, aber vielleicht morgen. Oder Sie bleiben nach Feierabend hier und wir mixen uns Cocktails. Carla, ich mag Sie. Sehr sogar. Aber es gibt in meinem Leben noch eine andere Frau. Ich denke, das sollten Sie wissen. Ja. Okay. Das ist ja kein Problem. Dann belassen wir es einfach dabei, hm? Ich hoffe, du hast die Zeit meiner Abwesenheit auf dem Schloss genossen. Königsbrunn wird bald Geschichte für dich sein. Sie können dann Pause machen, danke. Mama. Hallo. Mama. Oh. Manchmal wäre ich auch gern noch mal Kind. Da ist alles noch so unkompliziert. Was? Oder meinst du, dass Stella mich vielleicht auch mag? Hm? Aber was ist denn mit der anderen Frau in ihrem Leben? Hm? Ich glaube, ich muss nur auf meine Chance warten, stimmt's? Mein Goldstück. Wie sieht's aus? Kommst du mit? Ich
Oder willst du noch ein bisschen bleiben? Noch ein bisschen. Sicher. Deshalb komme ich auch immer wieder gerne hierher. Oh, ich fühle mich geehrt. Für so eine hübsche Frau wie Sie muss man kein großer Künstler sein. Und, wo ist die Prinzessin? Tut mir leid, Luise fühlt sich nicht wohl. Lässt sich entschuldigen. Aber wir können das Interview auch ohne sie machen. Sie sind so dreist wie unfähig. Tut mir leid, ich muss jetzt leider verlassen. Das war das reine Vergnügen mit Ihnen. Danke sehr. Mit anderen Personen jedoch das komplette Gegenteil. Die Rechnung holt sich, ja? Na, Kopf hoch. Ein anderes Mal klappt es vielleicht, hm? Nein, jetzt oder nie. Entschuldigen Sie bitte, dass der Prinzessin schlecht geworden ist. Das ist doch nicht meine Schuld. Wie man's nimmt. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich allen bei Ihrem spätpubertären Gesare der Magen umdreht. Also seien Sie so gnädig und sprechen Sie mich nicht an, ja? Hey, Sportsfreund, die Midlife Crisis soll Männern ja schwer zusetzen. Aber deswegen muss man seinen Frust darüber doch nicht an Frauen auslassen, nur weil sie jung und attraktiv sind, oder? Wollen Sie sich nicht entschuldigen? Guten Tag. Danke. Ja, ich weiß ja nicht, was du von ihm wolltest, aber ob du es jetzt bekommst. Egal. Hast du schon die neue Tosca gesehen? Die Matrenko soll der Knaller sein. Ja, ich hab's gehört. Nein, leider noch nicht. Wie wär's, wenn wir zusammen... Hallo. Welt, allerbeste Tante, hast du mich vermisst? Ja, die letzten 24 Stunden waren schrecklich. Ich sag Xavier mal Bescheid, dass er eine Kleinigkeit für euch macht. Hm? Gerne. Und ich bin mal kurz auf der Toilette. Und neue Entwicklung. Ich hoffe auf einen gemeinsamen Opernabend. Ansonsten steht sie immer noch am anderen Ufer und wir winken uns zu. Und du hast wirklich Interesse an ihr? Wie redest du denn? Bist du ihr Vater? Meine Gefühle sind aufrichtig. Stella, Charlie ist eine Hammerfrau, das weiß ich, aber da wäre ich einfach nicht drauf gekommen. Wieso denn nicht? Ich meine, Charlie ist witzig und hat so viel Power und sie ist unerreichbar. Wer weiß. Also mit der Oper bist du bei Charlie auf jeden Fall auf dem richtigen Dampfer, weißt du? Für die ganz großen Gefühle, da war sie schon immer empfänglich. Hoffentlich. In Landstein. Ich fahre sofort los, dann sind Sie in einer Stunde in der Firma. Danke, Stella. Arbeit? Tja, Frau Landstein hält mich ganz schön auf Trab. Kann mich im Moment auch nicht über einen Mangel an Arbeit beklagen. Seit Olli sich noch selbst verwirklicht hat, überlasse ich den Laden nur noch ungern sich selbst. Wenn du eine Aushilfe suchst, ich könnte dir unter die Arme greifen, wenn Not am Mann ist. Was denn, für sowas lässt dir dein Job noch Zeit? Ja, meine Feierabende gehören mir und was ich da tue, ist meine Sache. Ach, und da willst du das bisschen Freizeit, das du hast, auch noch opfern. Ja, was soll ich sagen? Ich bin einfach gerne hier. Ja, wer würde das besser verstehen als ich? Ja, und wer weiß, vielleicht hätte ich noch ein paar Ideen, um das Schneiders ein bisschen aufzupeppen. Wie meinst du das denn? Na, ich dachte nur... Nein, bitte. Ich bin froh, dass ich Ollis Verschlimmbesserungen noch rechtzeitig auf das No Limits umlenken konnte. Es war nur so eine Idee, vielleicht eine erweiterte Palette des Angebots. Stella, sei mir nicht böse. Das Schneiders ist so, wie es ist, weil es mir genau so gefällt. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich freue mich, wenn Sie unsere Mitarbeiter mit einbringen. Aber Ihr Vorschlag entspricht nicht ganz dem Stil, das unser Auktionshaus repräsentiert. Aber Sie sollten wissen, dass Internetauktionen nichts für uns sind. Auch wenn die Konkurrenz damit gute Erfahrungen gemacht hat. Kommen Sie rein. Danke, dass es so schnell geklappt hat. Tut mir leid, dass Sie das eben mitbekommen haben. Es ist nicht erwünscht, wenn Ihre Angestellten sich einbringen. Doch, aber dieser Mann versteht nicht, dass der Name Lahnstein für ein gewisses Profil steht, das sich nicht einfach in alle Richtungen verbiegen lässt. Wenn man alles gibt, damit ein Unternehmen Erfolg hat, dann lernt man vorsichtig zu sein mit Leuten, die denken, es besser zu können. Das geht doch ebenso, der mit Herzblut bei der Sache ist, oder? Schade, dass Sie mir das nicht schon heute Morgen gesagt haben. Was? Nur so. Ich muss los. Ui, kann's wohl jemand nicht lassen? Ich arbeite dran. Tschüss. Charlie, hast du mal eine Sekunde?
Wenn du mir nicht wieder erklären willst, wie ich das Schneiders zu führen habe? Im Gegenteil, ich wollte mich entschuldigen. Du bist erfolgreich und weißt selbst am besten, was dafür gut ist. Also vergiss einfach, was ich gesagt habe, ja? Das ist doch kein Problem, meine Liebe. Ich meine, ich muss ja auch zugeben, dass ich ein bisschen überreagiert habe. Immerhin bist du ja wie ich vom Fach. Und um ehrlich zu sein, bin ich jetzt sogar ein bisschen neugierig auf deine Vorschläge. Lieber nicht. Ich bin kuriert. Oh, schade. Obwohl, eine Sache ist mir da doch noch eingefallen. Was hältst du davon, die Marke Schneiders zu vermarkten? Ich meine auch übers Restaurant hinaus. Zum Beispiel eine Champagnerhausmarke. Eine Champagnerhausmarke. Oder ausgewählte Delikatessen. Nur das Beste vom Besten. Unanständig lecker. Was denn sonst? Ich kann mich also darauf verlassen, dass du mich ab jetzt tatkräftig unterstützen wirst. Auf alle Fälle. Du wirst mich nicht mehr los. Stella, du hast einen anspruchsvollen Job auf Königsbrunn. Einen Fulltime-Job. Ach, das kriege ich auf die Reihe. Keine Sorge. Naja, nicht, dass Elisabeth mir vorwirft, dich abzuwerben. Unsinn. Also die Idee mit der Hausmarke finde ich richtig gut. Und du musst mir versichern, dass du dir von der Sache nicht noch mehr versprichst. Wie bitte? Naja, ich meine von dem Deal. Ich glaube, mit einer Hausmarke wird man nicht steinreich. Natürlich nicht. Ich freue mich einfach, die Sache mit dir aufzuziehen. Na, dann wäre das ja auch geklärt. Na, dann steht der Sache ja nichts mehr im Wege. Eine gute Geschäftsidee schüttet man nicht einfach so aus dem Ärmel. Dazu braucht man Zeit. Ja, wir sollten uns für die Hausmarke Schneiders mal einen Tag frei nehmen. Einen ganzen Tag? Ja, ich weiß, es ist schwierig, sich frei zu schaufeln. Aber ich bin mir sicher, Stella, wenn wir konzentriert an die Sache rangehen, dann wird sich das lohnen. Davon bin ich überzeugt. Na, lass uns doch mal gucken. Wie sieht es aus mit Donnerstag? Ich kann es kaum erwarten. Und ich erst. Was sich da für Möglichkeiten auftun. Frau Schneider, ich habe da noch ein paar Fragen zu den Reservierungen. Ja, ich komme, Linda. Danke. Entschuldigen Sie mich bitte, ich komme gleich nach. Stella, hallo, gut, dass ich Sie hier treffe. Hallo. Ich habe einen kleinen Anschlag auf Sie vor. Ich fahre jedes Jahr in eine Sektkellerei in die Pfalz wegen der Vorräte im Schloss. Diesmal schaffe ich es leider nicht. Solche Anschläge lasse ich mir gefallen. Sehr gut. Den Termin am Donnerstag, den kann ich nämlich nicht absagen. Diesen Donnerstag? Ja, ist das ein Problem? Ach was, Donnerstag ist perfekt. Na dann.